eigentlich Wahrheit? Und noch wichtiger, wer entscheidet das? Tja, genau diese Frage, die so einfach klingt, hat der Philosoph Michel Foucault gestellt. Und seine Antworten, die haben wirklich alles auf den Kopf gestellt, wie wir über Macht, Wissen und ja sogar über uns selbst nachdenken. Wir schauen uns heute mal an, wie er das gemacht hat. Also bei Foucault dreht sich im Grunde alles um diese eine große Frage. Wer ist eigentlich in der Lage, die Wahrheit zu sagen? Und das muss man verstehen, keine trockene philosophische Übung. Nein, Foucault hat gesehen, dass dahinter knallharte, oft unsichtbare Machtstrukturen stecken. Es geht also nicht bloß darum, wer Recht hat, es geht darum, wer die Macht hat, seine Sicht der Dinge zur allgemeingültigen Wahrheit zu machen. Und Foucault, der hat da nicht locker gelassen. Er hat immer weiter gefragt, okay, wer darf denn überhaupt die Wahrheit sagen? Wer gilt als glaubwürdig? Der Arzt? Der Richter? Und worüber reden wir hier eigentlich? Über Naturgesetze oder über das, was in unserer Gesellschaft als normal gilt? Oder vielleicht über uns selbst? Und dann, das ist vielleicht die spannendste Frage, was passiert eigentlich, wenn man die Wahrheit sagt? Was riskiert man dabei? Und wie wird das Aussprechen der Wahrheit selbst zu einem Akt der Macht? Okay, aber wer stellt solche fundamentalen Fragen? Um das zu verstehen, müssen wir uns mal den Mann hinter diesen Ideen anschauen. Wer war eigentlich dieser Michel Foucault? Also, Foucault, geboren 1926 in Frankreich, war Philosoph und Historiker. Aber er war keiner, der im Elfenbeinturm saß. Ganz im Gegenteil. Ihn haben die Ränder der Gesellschaft fasziniert. Er ist nicht in Paläste gegangen, sondern in Gefängnisse und psychiatrische Anstalten. Warum? Weil er dachte, genau hier, an diesen Orten, da wird am deutlichsten, wie Wahrheit, zum Beispiel über normal und verrückt oder schuldig und unschuldig, regelrecht hergestellt wird. Und zwar, um Menschen zu kontrollieren. Als er dann 1970 an das berühmte Collège de France berufen wurde, hatte er endlich die große Bühne, die er brauchte, um diese doch ziemlich radikalen Gedanken zu teilen. Okay, hier ist unsere Route für heute. Wir schauen uns erst sein Schlüsselkonzept an, den Diskurs. Dann geht's um seine Idee, dass Wahrheit gemacht wird, nicht gefunden. Wir wenden das Ganze auf die Wissenschaft an und schauen uns am Ende an, was davon heute noch für uns wichtig ist. So, und jetzt kommen wir zu Foucaults, man könnte sagen, Generalschlüssel. Das ist das eine Konzept, mit dem er das ganze Rätsel der Wahrheit aufschließt. Und dieses Konzept hat er quasi neu erfunden, den Diskurs. Vergessen Sie mal, was Sie vielleicht unter einem Diskurs oder einer Diskussion verstehen. Für Foucault ist das was komplett anderes. Ein normales Gespräch? Klar, das ist ein einfacher Austausch von Wörtern. Ein Diskurs bei Foucault, das ist viel, viel mehr. Stellen Sie es sich wie ein unsichtbares Regelwerk vor. Eines, das festlegt, was über ein Thema überhaupt gesagt, ja sogar gedacht werden kann. Das ist also nichts Individuelles, sondern eine mächtige gesellschaftliche Struktur. Und das ist der entscheidende Punkt. Ein Diskurs ist für Foucault nicht einfach ein Fenster, durch das wir die Realität betrachten. Nein, er ist eine aktive Kraft, die unsere Realität erst formt. Er besteht aus Regeln, aus bestimmten Handlungen, aus Institutionen wie Universitäten oder Krankenhäusern. Und all das zusammen legt fest, was zu einem bestimmten Zeitpunkt als wahr und wichtig gilt. Der Diskurs schafft sozusagen erst den Raum, in dem Wissen überhaupt entstehen kann. Okay. Wie macht ein Diskurs das konkret? Naja, zum einen schafft er die Dinge, über die wir reden. Nehmen wir den Wahnsinn. Foucault sagt, der wurde nicht einfach so entdeckt. Der wurde vom medizinischen Diskurs erst als klares Objekt definiert. Gleichzeitig verteilt der Diskurs die Rollen im Spiel. Hier der Arzt, der die Diagnose stellt, und dort der Patient, der sie empfängt. Und ganz wichtig, der Diskurs legt fest, wer der Experte ist, wer also die Wahrheit sagen darf. Genau das nennt Foucault einen Macht-Wissenskomplex. Macht und Wissen sind hier untrennbar. Das eine erzeugt das andere. So, und wenn Diskurse die Spielregeln festlegen, dann kommen wir jetzt zu Foucaults wohl radikalster und berühmtester Idee. Wahrheit wird nicht gefunden, Wahrheit wird gemacht. Foucault hat das mal so formuliert, und das stellt wirklich alles auf den Kopf, was man normalerweise über Macht denkt. Er sagt, in Wirklichkeit ist die Macht produktiv und sie produziert Wirkliches. Was meint er damit? Macht unterdrückt nicht nur, sie verbietet nicht nur. Nein, sie erschafft unsere Wirklichkeit. Sie erschafft die Themen und die Objekte, über die wir reden. Und sie erschafft die Rituale, mit denen wir dann feststellen, was wahr ist.
Das ist der entscheidende Perspektivwechsel. Macht ist nicht nur diese negative Kraft, die Stopp sagt, die etwas verbietet. Sie ist eine produktive, eine positive Kraft. Sie bringt Dinge hervor, Verhaltensweisen, unsere Identitäten, ganze Wissenssysteme. Okay, wie funktioniert diese Wahrheitsproduktion in der Praxis? Schauen wir uns die Schritte mal an. Schritt 1. Es entsteht eine Art Fachsprache, sagen wir in der Medizin. Schritt 2. Diese Sprache schafft neue Kategorien. Ganz einfach, gesund versus krank. Schritt 3. Institutionen wie Krankenhäuser geben bestimmten Leuten, den Ärzten, die Autorität, die Wahrheit zu sprechen. Und Schritt 4. Dieses Wissen wird dann genutzt, um uns, die Bevölkerung, zu behandeln, zu verwalten, was wiederum die Macht der Ärzte und der Institutionen zementiert. Sie sehen, ein perfekter Kreislauf, in dem sich Macht und Wissen gegenseitig hochschaukeln. Jetzt sagen Sie vielleicht, okay, aber was ist mit der Wissenschaft? Die ist doch objektiv. Die sucht doch nach neutraler Wahrheit. Tja, Foucault würde da nur sagen, Moment mal, nicht so schnell, schauen wir uns das mal genauer an. Foucault legt sich hier sozusagen mit unserer heiligsten Kuh an, der Wissenschaft. Die klassische Vorstellung ist ja, Wissenschaft entdeckt eine Wahrheit, die schon da ist. Foucault sagt, falsch. Wissenschaft produziert Wahrheit innerhalb ihres eigenen, ganz spezifischen Diskurses. Die klassische Vorstellung, der Wissenschaftler ist ein neutraler Beobachter. Foucaults Antwort, Quatsch, der Wissenschaftler ist eine Expertenfigur, die dieser Diskurs erst erschafft. Und die Wahrheit ist universell und ewig? Ganz im Gegenteil, sagt Foucault. Wahrheiten ändern sich, wenn sich Diskurse und Machtverhältnisse ändern. Er nannte das den Willens zur Wahrheit. Ein System, das ganz genau vorschreibt, was als forschenswert gilt und was eben nicht. Man sieht das auch wunderbar in seinen eigenen Schriften. Hier zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis aus Dispositive der Macht. Foucault hat sich ja genau solche Institutionen angesehen. Kliniken, Gefängnisse. Und für ihn waren das keine neutralen Orte. Das waren für ihn Machtzentren, Knotenpunkte, an denen Wissen und Macht zusammenkommen, um Wahrheiten über uns zu produzieren, über unseren Körper, unseren Geist. Schauen Sie sich nur die Titel an. Wahrheit und Macht, Mechanismus der Disziplin. Da steckt das Programm schon drin. Und das führt zu einem wirklich krassen Gedanken. Die sogenannten Humanwissenschaften, also Psychologie, Soziologie und so weiter, die beschreiben uns nicht einfach nur, wie wir sind. Foucault sagt, sie erschaffen uns erst als moderne Menschen, als Objekte, die man untersuchen, vermessen und kontrollieren kann. Indem sie definieren, was normal ist, schaffen sie automatisch auch das Anormale, die Abweichung. Diese Wissenschaften formen also nicht nur das Wissen über uns, sie formen uns selbst. Okay, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht alles super theoretisch und akademisch, aber warum reden wir heute noch darüber? Weil Foucaults Ideen vielleicht relevanter sind als je zuvor. Schauen wir uns an, warum. Also, was bleibt von Foucault? Er hat uns keine fertigen Antworten hinterlassen. Aber er hat uns etwas viel Besseres gegeben, einen Werkzeugkasten. Einen Kasten voller kritischer Fragen. Mit diesen Werkzeugen können wir Behauptungen von absoluter Wahrheit auseinandernehmen. Wir lernen zu sehen, wie Macht oft ganz subtil und produktiv arbeitet, nicht nur mit roher Gewalt. Wir verstehen plötzlich, dass die Kategorien, die für uns total normal sind, wie gesund oder krank, normal oder anormal, nicht vom Himmel gefallen sind, sondern irgendwann mal gemacht wurden. Im Grunde fordert er uns auf, eine Geschichte der Gegenwart zu schreiben, also herauszufinden, warum die Dinge heute so sind, wie sie sind. Man könnte sagen, seine ganze Arbeit ist ein einziger Aufruf zu einem Ethos der Kritik. Was heißt das? Ganz einfach. Ständig wachsam zu sein, immer wieder die Machtstrukturen zu hinterfragen, die uns als natürlich oder alternativlos verkauft werden. Es ist die Aufforderung, immer die Frage zu stellen, welche Wahrheiten bestimmen eigentlich mein Leben? Und, ganz wichtig, wem nützen diese Wahrheiten? Und genau deshalb wollen wir am Ende seine zentrale Frage einfach mal an Sie weitergeben. Denken Sie mal nach, welche Wahrheiten in Ihrem eigenen Leben über Gesundheit, über Erfolg, über Ihre Identität könnten vielleicht auch nur das Produkt eines Diskurses sein, eines Regelwerks, das Sie bisher einfach hingenommen haben. Denn Foucaults Denken liefert keine letzte Antwort. Es ist vielmehr der Startpunkt für unsere ganz eigene Spurensuche.
Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.